Sowas macht mir Spaß. Ich glaube, ich verliebe mich in meinen besten Freund, doch er ist vergeben. Oh je, dass er vergeben ist. Ja, da kann man erstmal nichts ändern, denke ich. Das Leben ist so ein Karussell und man weiß einfach nicht, wie schnell es einfach kommen kann, dass der richtige Moment dann da ist. Und ich hoffe einfach nur, dass sie oder er sein Leben oder ihr Leben trotzdem gut weiterführt und aus dieser Emotion und dieser Situation für sich Stärke erlernt und einfach für sich einfach trotzdem gut sorgt und es akzeptiert, wie es gerade ist. Ich kann das nicht lesen. Du kannst es nicht lesen? Nee. Soll ich dir helfen? Ah, Ja, dieses hier. okay. Als kleiner Junge habe ich mit meinem Luftgewehr ein Huhn eines Nachbars erschossen und habe es einfach begraben, ohne es zu erzählen. Wollte einfach nur wissen, ob mein Luftgewehr das kann. Also ich persönlich finde das arme Huhn. Das Huhn kann nichts dafür und ich finde es traurig. Das arme Huhn. Aber immerhin kann er zielen mit dem Luftgewehr. Das ist was Gutes. Ich fühle mich oft wertlos, nicht weil ich es bin, sondern weil es mir gezeigt wurde. Es ist ein langer Prozess. Ich denke und weiß, es ist wichtig, ihn zu durchleben, denn die Wertung von anderen Menschen hat nicht mit meinem Wert zu tun. Danke, dass du das für mich vorliest. Ah, wie süß. Ja, das kann ich sehr nachvollziehen, weil ich so einen ähnlichen Prozess auch schon durchgegangen bin. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du deine Identität kennenlernst und auf dein Gefühl hörst und nicht auf das, was andere Menschen dir sagen. Und immer mehr an dir arbeitest und das ohne Druck, sondern mit kleinen Schritten. Und du dich auch fragen solltest, warum es dir so wichtig ist, was andere Menschen dir sagen. Weil wir leben ja nur einmal dieses eine Leben und es ist viel, viel wichtiger, dass du das machst, was dich glücklich macht und was dich erfüllt vom tiefsten Herzen. Und wenn du irgendwann an diesem Punkt angekommen bist, dann ist es dir egal, was andere Menschen über dich denken, weil es gar nicht so wichtig ist. Weil dann hast du irgendwann die Menschen um dich, die dich lieben und dich so wertschätzen, wie du bist. Meine Familie ist gespalten und die Last liegt mir schwerer auf den Schultern, als ich zugeben mag. Ich würde so gerne sauer sein, meine Familie erinnern, dass wir zum Ende tot sind und der Weg dazwischen zählt. Aber da sind so viele offene Wunden. Also die Aussage, dass wir zum Ende alle tot sind, die halte ich schon mal für sehr richtig und für eine sehr absolut wichtige Erkenntnis, weil in spätestens 60 bis 70 Jahren sind wir alle tot und bis dahin ist es eigentlich völlig sinnlos, sich über irgendwelche Nebensächlichkeiten aufzuregen. Sauer sein aus meiner eigenen Lebenserfahrung ist völlig sinnlos, weil es die Welt einfach nicht interessiert, ob man selbst sauer ist oder schlecht gelaunt oder zornig. Also kann man auch einfach gut gelaunt und fröhlich sein. Wenn es dir daran gelegen ist, deine Familie wieder zusammenzubringen oder deiner Familie irgendwo zu signalisieren, dass ihr andere, bessere Wege finden solltet, dann würde ich da viel eher mit Offenheit und Fröhlichkeit und Freude und Liebe rangehen, als mit Ärger und mit Wut. Ja. Hohe Emotionen zeigen und keine niederen Emotionen. Und am Ende einfach deinen eigenen Weg gehen. Leb das vor, was du dir von anderen erwünschst. Und dann wird sich das alles so zeigen. Menschen, die mich aus meiner Vergangenheit kennen, erwarten häufig, dass ich genau die Person bin von früher. Aber ich habe mich tatsächlich viel weiterentwickelt und bin unglaublich selbstsicher geworden, kann dies aber nicht,
immer allen kenntlich machen, weil ich die Notwendigkeit nicht sehe. Meist fällt es mir schwer, ich selbst zu sein. Also mich spricht tatsächlich an, dass es hier um Selbstwert geht. Also ich empfinde das ein sehr tief bewegendes Thema zu lesen, wie jemand über seinen eigenen Selbstwert reflektiert und sich auch selber bewertet, in der Form als sich selber als weiterentwickelt, aber nicht in welche Richtung weiterentwickelt. Selbstsicherer, ja, aber es nicht zeigen zu können, heißt ein bisschen isolierter, mehr alleine für sich zu sein. Die Notwendigkeit zu interagieren sieht sie noch vielleicht nicht. Aber um sich wirklich verbunden zu fühlen, muss man, meine ich, über diesen Schritt tun, auf den anderen zu und kommunizieren. Und dazu muss man nicht wissen, wer man selber ist. Aber man kann sich bei diesem Schritt selber kennenlernen.